Ja. Ich finde es gut, ein Kind ab und zu gewinnen zu lassen, um halt zu zeigen, wie geil Gewinnen ist und dann wieder komplett abstürzen zu lassen. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley mit Grindhouse Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und Grindhouse Gaming spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und ich bin Grindhouse Gaming oder auch Captain Chris genannt. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Oh, schön. Es ist schön, wenn ich... Jetzt bin ich sicher, jetzt verkacke ich es gar nicht mehr. Und ich habe Ton. Das ist auch schön. Perfekt. Einfach nochmal alles neu starten. Ich habe eben überlegt so, Ton? Was? Es gibt doch nur Leben. Oh Gott, ey. Ja, ich spiele nicht mit, ich töpfer gerade ein bisschen hier, okay? Let's Töpfer. Let's Töpfer. Let's Podding. Oh Gott, das gefällt mir viel zu sehr. Let's Potting sollte man das, glaube ich, nicht nennen. Oh, der Teich ist fertig, was kommt da rein? Schattenlachs. Und los. Haben wir schon Schatten? Let's go. Bestimmt irgendwo. Okay, ich mach das. Wenn nicht, können wir den sehr schnell fangen. Ich mach das. So, ich gucke mal, ob ich noch Flundern finde irgendwo. Ich ernte mal hier ein bisschen uralte Früchte, weil es sind gerade wieder 1000 Millionen bereit auf der Insel. Und es regnet gerade so schön. Oh, wisst ihr, was wir übrigens vergessen haben? Vor 2 Tagen? Scheiße. Oh, Es war mal wieder Freitag, meine Kerle. Ach, naja. Ich sehe Aber keinen Wir Schattenlachs haben ja bei uns. jetzt... Nicht? Nee. Na dann geh einfach zu dieser Hexenhütte da oben beim Bahnhof. Und da kannst du den angeln. Ja. Ist auch, glaube ich, der einzige Fisch, den man da fängt. Gut. Erstmal noch Sachen verkaufen, hier sind nämlich viele schöne Sachen fertig. Wir mögen viele schöne Sachen. Ja. Okay, der Schattenlachs, das ist denn das. Fangen wir mal direkt mit dem Thema an. Sehr gern. okay. Und zwar hatte ich mit Chris darüber schon mal so geschrieben. Und es ist ganz lustig, dass er gestern gestreamt hatte. Denn wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Stream oder VOD? Ja. Diskutiert. Begründe deine Aussagen. Ich würde da gar nicht irgendwie sagen, Doch. was besser Es ist. gibt hier nur richtig und falsch. Doch, jetzt aber. Nee, beides hat halt seine Vor- und Nachteile. So, weil Streams auf VOD anzugucken ist manchmal ein bisschen cringig, weil man auch oftmals der Unterhaltung dann nicht irgendwie folgen kann, weil da ja auch viel mit dem, bestenfalls viel mit dem Chat da auch passiert. Aber Live-Streams zu gucken ist halt ganz cool, weil es ist halt eine gute Abendunterhaltung, finde ich. Kann halt schon mal 5-6 Stunden gehen, wenn Florentin da Hardcore WoW spielt. Was mir sehr gefällt, was ich aber eben auch als VOD angucke. Also das ist schwierig. Ich glaube, das hängt auch oftmals vom Content ab. So ein Pool-Stream oder so ein Hot-Tube-Stream als VOD ist, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, da gibt es bessere Videos und Internetseiten für. Da muss man nicht unbedingt das gucken. Aber so Gaming-Material, glaube ich, kann man schon sehr gut eben auch als VODs von Streams gucken. Oder eben auch also es kommt echt drauf an. Weil gucken wir uns mal die Rocket Beans Sachen an, die es früher eben auch im Live-Programm gab und jetzt nur noch als VODs verfügbar sind, weil die jetzt nur noch als VOD produziert werden. Finde ich tatsächlich sehr gut. Finde ich auch sehr gut, aber es unterscheidet ja den Content nicht. Also der Content bleibt ja der gleiche. Na gut, was ein bisschen schade ist, man kann bei verflixte Klicks nicht mehr mitmachen. Ja. Das war mal ganz cool, wenn es halt live war und so, ne? Dann konntest du halt ja mitraten und so. Das ist ein bisschen schade.
Aber ja, wie du meintest so, ne? Es kommt halt so ganz doll auf den Content drauf an und wie interaktiv kann der gestaltet werden. Ja. Also weil mein Problem mit Streams ist halt, also weil ich bin ein absoluter VOD-Vertreter, sag ich mal, weil ich halt selbst entscheiden will, wann ich was gucke. Ja. So, also wie ich ja schon mal erzählt habe, ich arbeite ganz viel mit meiner YouTube später Ansehen-Liste, weil ich mir nicht irgendwie, ja, jetzt keine Ahnung, also wenn jetzt mal jemand zufällig streamt, dann kann man da reingucken oder dann gucke ich da mal rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel so ein Florentin, also so sehr ich den auch mag, aber wenn jetzt irgendwie ein Stream ankündigt, ey, da werde ich mir jetzt nicht irgendwie in den Kalender eintragen, oh, da streamt der, da muss ich auf jeden Fall dann vorm Computer sitzen oder am Handy sein. Weil es hat für mich schon wieder so ein Format, fast wie von diesem linearen Fernsehen, nur dass die Interaktion halt ein bisschen doller ist. Deswegen, ich mag halt lieber VOD, weil ich kann mir das halt angucken, wenn ich dafür Zeit habe, wenn ich entscheiden kann, wann, wie, was und so. Genau. Aber das eine schließt ja das andere glücklicherweise nicht aus. Also du kannst ja genau die Streams gerade von Florentin und so weiter, kommen ja dann eben auch auf YouTube und dann kannst du die da angucken. Ach so, ja, nee, das mache ich nicht. Das ist irgendwie, das ist weird. Also ist für mich halt, ja, ich finde das super strange irgendwie. Vor allem, wenn er dann so mit dem Chat irgendwie quatscht. Und ich denke mir so, ja gut, ich habe jetzt keinen Kontext dazu. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. So, also, nee, weiß nicht. Also Lustigerweise gucke ich mir bei Streams, selbst wenn ich die live gucke, selten den Chat an. Also ganz ich schon. selten. Ich schreibe da, wenn dann auch gern was rein. Ja, ab und an. Aber das interessiert mich halt so gut wie nie, weil ich lasse das dann einfach so als Video nebenbei laufen. Und achte deswegen sowieso nicht wirklich auf den Chat. Und wenn ich irgendwie was wissen muss, dann wird das eigentlich auch, wenn man gut streamt, eigentlich auch so kommentiert, dass du eben auch was damit anfangen kannst. Selbst wenn du es gerade nicht live guckst. Beziehungsweise manche haben es ja auch so, dass du dann... So, jetzt habe ich den Schattenlachs. Sehr gut. Manche machen es ja auch so, dass man den Chat auch während des Streams sehen kann. Also im Bild. Und nicht dafür unbedingt in den Chat gucken muss. Von daher... Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, wie macht man es, wie setzt man es um und was für ein Typ ist man selber und welcher Content ist es. Weil so eine Live-Show zum Beispiel, ne? Ich meine, wenn du jetzt Live-Fernsehen guckst und am nächsten Tag kommt dann die Wiederholung, ist es ja irgendwie nicht großartig anders. Oder du guckst es in der Mediathek. Und das Auto kannst du auch nicht mehr gewinnen. Ja, das Auto kannst du nicht mehr gewinnen, das stimmt. Ja. Kurze spielrelevante Sache. Ich lege jetzt mal die 10 Rüben in des Bürgermeisters Kühlschrank. Oh ja. Alles klar. Hier habe ich die. Ganz vergessen, dass Du da noch so ein legst Ding die ist. Rüben schnell in den Kühlschrank. Warte mal, da ist eine Notiz auf der Milchpackung. Sie ist an dich adressiert. Creepy. Gut gemacht, Kindchen. Deine letzte Aufgabe. Gib dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit. Mr. Key. Butch, möchtest du das eventuell auch machen? Ich habe hier noch 13 Rüben. Ja. Ach stimmt, das muss ja jeder wieder einzeln machen. Oh. Dumm, Quest, die dumm ist. Ja, ich Siehst du, da fällt mir ein, Chris, du könntest dann bei uns da in den Tunnel mal gehen und diese Quest generell starten. Also wenn du Bock hast. Ach so, mit der Batterie im Tunnel, ne? Ja, Richtig. ja. Ja, ich probiere gerade die letzte Flunder, glaube ich, aber die will nicht. Gib mir die Rübe. Jetzt soll ich dir eine Rübe nach der anderen geben, ja. So, pack die da in den Kühlschrank. Tu es. So. Sanddrachen, sein letztes Mal. Wollen wir warten, bis Chris das auch hat und dann machen wir es zu dritt? Ja, können wir eigentlich machen. Habt ihr noch genug Rüben und Zeug? Ja, wir haben noch exakt 10 Rüben. Ah ja, gut. Alter, wir hatten die guck, ob ganzen ich die- Reusen aufgestellt. Ich? Hast Ich du will gut mehr gemacht. Hummer. Weil hast du gut gemacht. für dieses Hummer-Biskur, dass wir da mehr Hummer fangen. So schwer ist das Wort nicht, Bob. Hummer-Bisk. Biske. Ist ja nur Bisk?
Ich habe doch keine Ahnung. So, das. Ich versuche jetzt auch noch die letzte Flunder zu fangen. Ich habe sie Ich vielleicht an der verkaufe Angel. Früchte. Vielleicht. Inventar voll. Nein. Das höre ich auch Ach, nicht Mann. gern. Ich habe noch Weinfässer und Reifefässer produziert. Ja, sehr gut ab in die Weinhalle. Wie sieht denn das bei dir aus, Chris, mit deinem Haus? Hast du schon einen Keller? Ist im Bau. Ah, okay, Seit, sehr gut. Das könnte sogar morgen fertig sein. Vielleicht. Na, dann packe ich dir die Reifefässer auf jeden Fall schon mal ins Haus. Ja, Also das wäre falls du da eine Truhe hast. Das aber Ich nicht. glaube nicht. Dann packe ich sie dir nicht ins Haus, dann packe ich sie ins Lager. Alles klar. Ich glaube ich hab, tatsächlich, aus Flunder gibt Versehen- es nur bis zu einer gewissen Uhrzeit, oder? Das Gefühl habe ich auch gerade irgendwie. Oh. Die kommen nicht mehr. Nee. Das ist jetzt dezent ärgerlich. Ich glaube, das ist gerade die letzte, die fehlt. Ja. Ja, und das ist Morgen der ist letzte rum. Tag, ne? Ah. Shit. Mist. Kannst du nicht kurz die Mod anschmeißen und Achso. Und einfach eine Flunder ins Wasser ins setzen? Inventar. Achso. Nee, die muss ja geangelt werden, aber du kannst die Zeit ändern. Achso, ja, stimmt. Das stimmt. Ja, aber dazu muss das Spiel neu starten und alles. Oh. Nee, So. kommt nicht. Und mein Angelgerät ist kaputt. Na toll. Oh. Die da oben wieder. Die wollen nicht, dass du die Flunder angelst. Ich habe übrigens mehr oder weniger aus Versehen 30 Iridium-Sprinkler hergestellt. Aus Versehen. Wie was? Das ist okay. Ja. Ich verzeih dir. Deswegen, ich werde die mal jetzt noch auf der Ingwerinsel aufstellen. Ja, wer kennt's nicht? Es passiert ständig sowas, ne? Schwupps, ausgerutscht. Ja. Und kurz- 30 Iridium-Sprinkler hergestellt. Ja. Konnte ja auch keiner ahnen, nee. Nee, echt nicht. So, das noch verkaufen. Ja, dann setze ich die mal auf der Ingwerinsel. Vorhin, warum spielt denn bei mir... Ich wollte ihm sagen, bei mir... Oh, okay, Butch. Ich wollte gerade sagen, warum the spielt denn... search begin. Warum spielt denn bei mir eigentlich noch Mucke, obwohl es ja schon 22 Uhr ist auf dem Hof? Let the hunt begin. Mysteriös. Obwohl ich gern hätte, dass Chris die findet. Tatsächlich. Da Ja, muss er aber sich guck wohl mal. Mühe geben. Ich werde es versuchen. Ich spiele, um zu gewinnen. Oh, diese Leute, die immer sagen bei irgendwelchen Spielen, ja, es geht ja nur um den Spielspaß. Nein, verdammt, es geht ums Gewinnen. Ich habe am meisten Spaß, wenn ich gewinne. Ja, man wird ja schon fast dazu erzogen. Ja, das Ich mein, ist wenn kein man- Problem für mich. Wenn man von den Eltern irgendwie, keine Ahnung, in einen Fußballverein gesteckt wird, dann geht man da ja Oh. nicht hin, weil man ein bisschen kicken will, sondern da geht man hin, weil irgendwie die Eltern auch wollen, dass man gewinnt und irgendwann übernimmt man das als Kind vielleicht auch mal. Oh, das Ja, ist ich aber finde, auch eine, ich finde so ein gewisser Ehrgeiz, so einen gewissen Ehrgeiz zu haben und gewinnen zu wollen, ist, glaube ich, aber auch gesund. Also immer dieses Spaß zu Spaß, das kommt ja eher von den Helikoptereltern anstatt von den Kindern selber. Weil Kinder wollen das. Kinder wollen gegenseitig in Wettbewerb treten, weil das eben auch eine Art Spiel einfach ist. Und das ist vollkommen okay. Und das ist auch wichtig zu lernen, zu verlieren. Ja, das stimmt. Also das ist Verlieren so lernen unglaublich ist auf wichtig. jeden Fall wichtig. Ja. Und das wird halt den Kindern komplett genommen dadurch. Und es wird nicht nur genommen, dass man verlieren kann, sondern eben auch diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Wenn ich etwas schaffen möchte, und das muss ja nicht unbedingt auf sportlicher, körperlicher Ebene sein, sondern eben auch lass es Instrumenten üben, lass es irgendwie, ich will in irgendetwas besser werden. Du musst dich anstrengen, du musst was dafür tun, das fällt dir nicht in den Schoß. Und Ja, nur weil das- du
Und nur weil du ein bisschen was gemacht hast, heißt es nicht, dass du jetzt dafür unbedingt ein Lob kassierst, sondern wenn es nicht fertig ist, wenn es nicht richtig ist, ist es nicht richtig. Und da kannst du dir noch so viel Mühe gegeben haben. Oder beziehungsweise noch denken, ja, aber ich habe doch hier 2 Striche aufs Papier gemalt. Das ist doch jetzt meine Kunst. Nee, das ist scheiße. Mach's anständig oder lass es bleiben. Ja, schon so. Dieses Weichgespülte bringt halt den Kindern gar nichts. Und ich habe das mitbekommen, was da mit Kindern passieren kann. Und das ist ganz schlimm. Ich muss gerade überlegen, ist die Folge vorbei? Die Folge ist Nein. noch nicht vorbei. Sehr gut. Nein. Sehr gut. Sehr gut, denn ich muss nämlich noch ein paar Iridium-Sprinkler hier setzen. Ja. Und ich wollte mich noch aufregen. So, ja, es geht weiter. richtig gut. Nee, ich finde das halt ganz schwierig, weil, ja, wie schon gesagt, die Kinder werden halt nicht unbedingt, dass das jetzt alles so irgendwelche Alphas werden müssen und sich überall durchboxen möchten. Ich bin ja gar kein Verfechter von einer Ellenbogengesellschaft, so ganz und gar nicht. Aber wenn man etwas möchte oder etwas erreichen möchte, muss man sich nun mal dafür anstrengen. Und das nimmt dir keiner ab. Das nimmt dir in der Schule keiner ab. Das nimmt dir im Job später keiner ab. Und auch das Umgehen lernen mit Menschen, mit Enttäuschung, mit Menschen, die dann eben nicht das machen, was du möchtest oder selber ihren eigenen Anspruch haben und dadurch auch natürlich nach ihren Vorstellungen agieren, die dann nicht mit deinen übereinstimmen. Das muss man halt lernen, dass es das auch gibt. Schon so. Ja. Ja, aber ich bin da auch immer, also ich finde das Thema auch super interessant, dieses, also weil du jetzt damit eröffnet hattest, Chris, dieses in Fußballvereinen so rein zwingen, wie auch immer. Ich bin da auch immer so geteilter Meinung, weil ich denke mir manchmal so, okay, manche muss man zu ihrem Glück irgendwo zwingen. Also so dieses, okay, es ist vielleicht im ersten Moment nicht geil, aber wenn man sich dann doch darauf einlässt, wenn man irgendwie ein bisschen doch Zeit damit verbringt oder keine Ahnung, dann kann das halt mega geil werden. Habe ich auch noch eine Anekdote zu. Und dann ist aber halt so die Frage, okay, wie weit kann dieser Zwang irgendwo gehen? Also ich würde es jetzt auch zum Beispiel an sowas wie ein Instrument lernen mal festmachen, so, ne? Also so ein Kind würde sich wahrscheinlich sagen, oh, okay, wozu muss ich den Scheiß jetzt hier machen oder irgendwie so, ne? Weil es halt natürlich diesen Weitblick dann noch nicht hat. Weil, hey, wenn du halt mega gut darin bist, kann das halt richtig geil Spaß machen. So. Aber natürlich ist der Weg dahin ein bisschen beschwerlich. Genauso halt auch in Sportarten und was weiß ich nicht. Also ist halt irgendwie mit allem. Und ja, schwierig. Also zum Beispiel meine Eltern haben damals so zu mir gesagt, also dass ich halt irgendwas auf jeden Fall machen soll. Also sie haben halt gesagt, so irgendwie zu Hause rumsitzen und irgendwie nichts tun in dem Sinne, gibt es halt einfach nicht. Haben sie gesagt, ob du halt in irgendeinen Sportverein gehst oder einen Musikverein, irgendeine AG in der Schule oder irgendwas. Also dass ich halt irgendwas noch mehr habe als Schule und halt irgendwie zu Hause dann, so nach dem Motto. Und ich glaube, das hat mir dann schon irgendwie gut getan. Also ich habe da viel rumgedümpelt. Also ich habe irgendwie 2 Jahre das gemacht. Also weiß ich nicht, ich habe so Tischtennis, Judo, war sogar in einer Schach-AG und sowas. Also allen möglichen Quatsch wirklich ausprobiert. Und nichts hat mich aber so auf lange Sicht dann irgendwie interessiert oder gehalten. Und irgendwann bin ich halt bei der Musik gelandet. Und da dachte ich mir so, okay, ja, da habe ich Bock. Wusste dann natürlich selber um diese 2-Jahres-Grenze, sage ich mal. Und als ich da aber drüber hinweg war, dachte ich mir so, okay, das scheint wirklich so mein Ding zu sein. Also, und deswegen, also ich glaube, dass das halt in dem Sinne ganz gut war, dass meine Eltern mich da so ein bisschen reingezwängt haben. Also, obwohl sie haben jetzt nicht festgelegt, du gehst genau dahin, sondern sie haben halt gesagt, du sollst irgendwas machen. Ja. Ja, so, ist halt. Deswegen, ja. Ist so ein. Ich habe das deutsche Wort dafür vergessen. Dilemma? So eine Borderline, so eine spezielle Linie, die man als Eltern nicht überschreiten sollte, ob man ein Kind jetzt in den Hintern tritt, damit es vielleicht mal da reinguckt und dann Spaß hat, oder ob man es aktiv dazu zwingt, da drin zu bleiben, weil sowas passiert ja auch sehr oft. Ja. Und das ist dann halt aber auch nicht mehr förderlich fürs Kind. Ja, auf jeden Fall. Bei mir war es, wie es bei mir mit Musik angefangen hat, war tatsächlich sehr, also ich komme ja aus einem recht musikalischen Haushalt
Meine Mutter ist studierte Musikpädagogin, auch wenn sie als solche nicht mehr arbeitet. Aber irgendwie jeder hat irgendwie ein Instrument bei uns gelernt. Und bei mir fing das tatsächlich so an, dass mein großer Bruder schon irgendwie in der Musikschule war und da irgendwie schon Melodika und Akkordeon irgendwie erlernt hat oder gerade am Lernen war. Und irgendwann, und das war eigentlich richtig mies in dem Moment, weil ich glaube, das war absolut der falsche Weg, steht meine Mutter in der Küche und hat Telefon in der Hand und sagt, hier ist die Frau so und so, hier die Musiklehrerin von meinem Bruder ist halt am Telefon. Und hat sie mir einfach so in die Hand gegeben und dann, ja, Butch, möchtest du hier auch irgendwie ein Instrument lernen? Und dann bin ich halt in der Situation, wo ich eine Frau, die ich nicht kenne, am Telefon habe und meine Mutter steht mit großen Augen neben mir. Oh. Aha, Und ich so, ja. Richtig manipuliert, Alter. Richtig manipuliert. Und hab dann halt angefangen, da einmal in der Woche irgendwie da Melodika nach der Schule irgendwie noch zu lernen. Was okay war, weil Melodika war eine Hand, nur Keyboard ist ja, war jetzt echt kein Problem für mich und da war ich auch sehr schnell sehr gut. Und dann ging es aber weiter, weil das Nachfolgeinstrument war dann halt Akkordeon und da war ich halt auch einfach stinkend faul, weil das ist mir nicht mehr zugeflogen. Ich habe das Lernen, also ich habe nie gelernt zu lernen, hatte dann auch irgendwann echt Probleme damit in der Schule, weil ich das nicht mehr aufholen konnte. Aber dieses jetzt hinsetzen und jeden Tag irgendwie eine Stunde Instrument zu lernen, war mir damals halt noch komplett fremd und das habe ich auch nie hinbekommen, sodass ich tatsächlich sehr schlecht war im Akkordeonspielen und auch gar keinen Gefallen daran gefunden hatte. So, und irgendwann habe ich es dann halt sein lassen, irgendwie nach, ich glaube, echt so 3 Jahren oder so, die ich das gemacht habe. Also da wirklich komplett gequält die ganze Zeit. Und dann habe ich halt aufgehört, Musik zu machen. Bis Ende 7. Klasse. Am Ende der 7. Klasse, am Ende des Schuljahres gibt es ja immer so, und gab es oft so Schulprojekte, die gemacht wurden, ne? Wo dann so eine Projektwoche war und jeder konnte sich irgendwo eintragen. Und ich habe irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Jedenfalls waren meine Brüder auch noch auf meiner Schule. Und die haben dann im Musikprojekt mitgemacht. Und zwar war das der eine am Klavier, der andere an der Gitarre und ein Chor im Hintergrund. Und dann haben die da ein paar Lieder performt, unter anderem Losing My Religion von R.E.M. Und das Lied, was dich zur Gitarre geführt hat. Genau, und ich stand hinten in der Aula und habe mir das so angeguckt, meine Brüder da oben auf der Bühne und der Chor, und das war alles total geil. Und ich denke mir so, warum bist du da oben nicht mit dabei? Da ist doch was falsch. Das kann doch so nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt musst du Gitarre lernen. Also du hast keine Wahl. Und dann bin ich zum Kumpel gegangen aus meiner Parallelklasse, mit dem ich befreundet war. Und der hat, von dem ich wusste, dass der Gitarre spielen, habe ich ihm gesagt, ey, du bringst mir jetzt Gitarre bei. Und er so, ja, okay. Also war ja irgendwie vorletzter oder letzter Schultag und 2 Tage später an einem Donnerstag im Juli bin ich dann zu ihm hin, nach Hause, und er hat mir so die ersten Griffe auf der Gitarre gezeigt. Und das war irgendwie ganz cool, und dann bin ich nach Hause und dann abends zu meiner Mutter dann irgendwie gesagt, hey, ich hätte gern deine Gitarre, weil ich möchte gern Gitarre spielen. Und dann hat sie ihre Gitarre vorgeholt, hat ein paar Akkorde so geklimpert und das hört mein Bruder. Und wenn mein Bruder ein Instrument hört, dann ist er da und muss das Instrument selber in die Hand nehmen. Und dann hat er halt angefangen, Gitarre zu spielen, und im Endeffekt saß dann halt meine ganze Familie auf einmal in meinem Zimmer und wir haben halt zusammen Musik gemacht. Und das hat mich quasi zur Musik dann erst so richtig rangeführt. Oder eben gezeigt, so, hey, wenn du ein Instrument spielen kannst, kann halt sowas entstehen. Die Leute kommen zusammen und machen miteinander Musik und alle sind irgendwie gut drauf. Ja, los geht's. Und geil. Dann hast du auch die richtige Motivation, irgendwie da Musik zu machen und dran zu bleiben und verstehst auch, wofür du es machst. Ja.
so kam ich quasi zur Gitarre so richtig. Nice. Geilste Story ever. Ich finde das so cool. Und dann ein knappes Dreivierteljahr später irgendwie, nee, sogar noch ein bisschen, naja, irgendwie so 8., 9. Klasse, ich glaube eher so in der 9. hat dann mein Kumpel gesagt, hey, er lernt jetzt Bass spielen und dann können wir Band aufmachen. Ey, wir machen eine Band auf. Und Die Band. dann haben wir wirklich eine Band aufgemacht und dann haben wir noch eine Freundin gehabt, die Schlagzeug spielt, noch eine, die singt und auch ein bisschen Gitarre spielt. Und dann waren wir da 4, irgendwann 5, die dann da, hatten wir so eine Schülerband. Das war cool. Nice. Wir waren kacke, aber es war cool. War das im Summer of 69? Es war im Summer 2014 bis 2004. Entschuldigung. Ich wollte Ihnen sagen, 2014. Wir sind ja schon so alt. 2004 bis 2008 ungefähr. Okay. Ja. Und ging es noch weiter? Ja, irgendwann hatten wir noch eine Band zu dritt. Dann habe ich Schlagzeug gespielt bei einer Band, die man sogar auf Spotify hören kann. Wow. Und ja, also gab eine echt geile Zeit so. Ja. Siehst du, das, obwohl, es war ja dann eigentlich doch nicht mit Zwang bei dir verbunden. Nee, aber es hat halt mit Zwang quasi so ein bisschen angefangen, ne? Dass ich überhaupt erstmal ein Instrument gelernt habe. Und ich habe auch festgestellt, gerade was dieses, ich hatte irgendwann noch mal zwischendurch Klavierunterricht und war da genauso faul. Heute habe ich ja wieder Klavierunterricht und bin sehr fleißig und hätte mir gewünscht, dass man mir damals gesagt hätte, hey, bleib gefälligst dran. Oder dass man irgendwie geschafft hätte, diese Motivation in mir zu erzeugen, dran zu bleiben. Weil mir fehlt richtig was. Also die ganzen Jahre, die ich hatte 2007 bis 2008 hatte ich Klavierunterricht. Damals. Oh, ja. Und das war halt wirklich nur ein kurzes Jahr, in dem ich sehr faul war. Und ich denke mir so, ey, wenn du damals nicht so faul gewesen wärst, du könntest jetzt viel mehr. Also auch musikalisch wäre ich halt viel, viel weiter. Und da denke ich mir schon so, oh, hätte man mich damals ein bisschen mehr drangenommen. Ja. Der Klassiker. Ja. Und ich kenne auch noch einen anderen, der irgendwie mal Schlagzeug gespielt hat und also auch ein älterer Mensch, schon in der 50, und der hat auch gesagt, ey, wenn meine Eltern mich damals doch mehr gezwungen hätten, dran zu bleiben, dann könnte man das heute. So, könnte man was draus machen. Und eigentlich jeder, der irgendwie mal ein Instrument gelernt hat, denkt so. Ja, ich kenn das auch so. Ich bereue es auch, dass ich irgendwann den E-Bass auf die Seite gelegt habe. Oh. Ja. Wenn man keine Zeit mehr hat wegen Arbeit und Beziehung und Familie, und dann holt man sich Tiere und was weiß ich, und dann bleibt das Ding leider irgendwann in der Ecke stehen. Ja. Ja, aber das macht auch Spaß, wenn man es dann wieder vorholt. Ja, aber es ist so wie früher geht wahrscheinlich nicht mehr. So mit Band und allem ist zeitlich wahrscheinlich echt nicht mehr machbar. Ist schon ein bisschen schade. Nee, ist absolut richtig, verstehe ich. Kurze andere Frage, warst du im Tunnel, Chris? Ich war gerade im Tunnel, ja. Jetzt brauche ich eine hier Regenbogenmuschel. Oh, haben wir alles? Haben wir? Obwohl, Ich bin mir ich nicht glaube nicht. hundertprozentig sicher. Doch, Also wenn denn da, wo die Krabbe drin ist. haben wir in der Krabbe. In der Krabbe. Geil. Yes. Das Muss reicht zum mir sogar Bahnhof noch, oder? hochbringen, ne? Aber schaffst du eigentlich mit dem Obelisk, müsste das ja drin sein. Ja, wenn ich den richtigen finde. Jetzt hier lang muss ich. Links, der ganz links. So. Schattenachs. Kaffee haben wir auch noch dabei, ist doch schön. So. Ich habe immer den ganzen Tag nur damit verbracht. Ach, eine Zwischensequenz auch noch. Oh. Vom Oh, die Magier. Hexe. Ja. Ja. Ach, das Ding. Dunkler Talisman und so. Ja, kann ich aber eigentlich wegklicken, oder? Wie du möchtest. Ich klick's Kleine mal weg, Cutscene, du damit kannst machen mit ihr, was du möchtest. ich klick's mal weg, damit ich hier die Kassette, die Regenbogenmuschel noch abgeben kann.
wenn ich Glück habe. Aber da fällt mir noch ein, weil wir jetzt wegen Verlieren lernen und so auch jetzt kurz angerissen hatten. Wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt Spiele meinetwegen gegen Kinder spielt? Ne? Man spielt ja mit Kindern so Spiele. Wie haltet ihr oder wie steht ihr da zu diesem absichtlich gewinnen lassen Ding? Tatsächlich finde ich, die Mischung macht's. Okay. Ja. Ich finde es gut, ein Kind ab und zu gewinnen zu lassen, um halt zu zeigen, wie geil Gewinnen ist. Ja. Und dann wieder komplett abstürzen zu lassen. So dass halt dass diese Motivation entsteht. Nein, ich will mein Heroin wieder. Ich will wieder gewinnen. Also werde ich irgendwie besser. Und hab halt dann quasi die Motivation, auch wirklich was dafür zu tun, dieses Gefühl wiederzubekommen. Weil du kannst ja nicht nur gewinnen. Das löst ja dann gar nichts mehr aus. Ja, und irgendwann rennen sie halt dann doch mal gegen eine Wand, ne? Genau. Und die Wand bin ich. Oh, ja. Ich bin tatsächlich nämlich eigentlich auch gern die Wand. Weil ich kenne das auch aus dem Umfeld. Ich muss sagen, ich halte nicht so viel davon, die Kiddies gewinnen zu lassen. Also es kommt natürlich ganz stark auf das Spiel dann irgendwie drauf an. Ja. Aber ja, keine Ahnung, wenn es jetzt um sowas wie Memory zum Beispiel geht. Ey, tatsächlich in Memory habe ich echt verloren, weil ich in der Zeit einfach so müde war. Ja, aber das ist ja dann auch vollkommen okay, ne? Aber ich denke mir so, eigentlich will ich da ein Kind nicht gewinnen, also kommt wahrscheinlich aufs Alter dann auch ein bisschen drauf an, aber nicht unbedingt gewinnen lassen, weil ich denke mir so, ey, dein Hirn ist genauso fit, um Sachen zu erkennen und sich eigentlich diese Sachen jetzt mal eben zu merken. Also weil, weiß nicht, so, also da, ja, keine Ahnung. Also ich lasse sie auch jetzt per se niemals einfach so gewinnen, weil ich denke mir so, ey, ihr müsst auch lernen zu verlieren, ihr müsst auch lernen, euch ein bisschen anzustrengen und ja, keine Ahnung. Ich finde, mit Absicht verlieren ist dann immer so, komisch. Na, ich finde, man sollte nicht unbedingt denken, mit Absicht verlieren, sondern mit Absicht gewinnen lassen. Weil es gibt so Momente, wo ich mir denke, ich könnte dich jetzt komplett fertig machen. So, weiß nicht, beim Boxen zum Beispiel. Wenn du so einen Dreijährigen gegenüber hast. Ja, natürlich, klar, Boxen. Und dann denkst du, aber du gibst dir gerade so viel Mühe und du hast dich wirklich angestrengt und dann muss ich sagen, gut, dann gönne ich es dir irgendwo auch, weil dann musst du auch ein Erfolgserlebnis haben. Und das hat man ja auch in der Erlebnispädagogik so, dass man die Kinder wirklich, oder die sind ja nicht nur Kinder, sondern die Gruppe, die man da, von der man gerade was abverlangt, die ja auch irgendwie zusammenarbeiten soll, etc. Man lässt die so sehr leiden, bis die halt irgendwo, ja, das klingt jetzt schlimm, aber so brechen, ne, bis halt wirklich, und dann baut man die komplett auf mit Belohnung oder mit Motivation und dann mit Siegesgefühlen und so. Und dann... klassische Konditionierung halt. Genau. Aber dadurch kriegen die auch nehmen die ja auch wirklich was mit und merken so, ey, als Gruppe irgendwie, wenn man richtig zusammenarbeitet und nur wenn das wirklich zu 100% funktioniert, dann wird's was. Ja. Klingt immer so hart, wenn man das erstmal so erzählt. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja, es ist einfach nur dieses, wenn du was erreichen möchtest, musst du dich halt zusammenreißen und dann musst du halt miteinander arbeiten. Und es geht nur als Team oftmals und alle müssen mitmachen, alle müssen an einem Strang ziehen und dann wird's. Sie. Ja, da kann man nur zustimmen eigentlich, ja. Nee, du musst richtig dagegen sein, du musst richtig sagen, nein. Ich sagen, wie langweilig bist du denn jetzt, Chris? So. Ich finde es sehr interessant, dass wir es heute extrem über solche Themen hatten, von wegen mit Kindheit und ein bisschen Kindheitspsychologie, denn Fun Fact, ich habe erst vor 2-3 Tagen mit meiner Chefin drüber geredet, dass ich da eventuell mal auf der Arbeit in die Richtung gehen will oder möchte, weil ich das ziemlich interessant finde.
Hey, aber denk dran, nicht, dass du in eine Position befördert wirst, für die du dann nicht die Fähigkeiten hast. Ja, ich glaube, Kinder wegboxen kriege ich trotzdem hin. Okay, ich glaube, das streichen wir besser. Cut. Wir sind der 360-Grad-Transparenz genau. Let's Play-Zeug. Da wird nichts gestrichen. Ja. Gut. Alles klar. Leute, vielen Dank für diese unglaublich tolle Folge. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn euch das auch Spaß gemacht hat, ihr Zuschauer, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und teilt die Videos. Dann sehen die Videos nämlich auch alle anderen und ihr auch wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Butch 42 und Grindhouse Gaming spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch, das ist Bob, das ist Grindhouse Gaming und wir spielen Stardew Valley. Ich verzettel mich gerade. Schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin lasst auch gerne ein Like da bei unserem lieben Captain Chris auf seinem Kanal. Da gibt es nämlich auch jeden Tag neue Let's Plays. Und ja, dann sind wir alle fröhlich und essen gemeinsam Kuchen und trinken Kaffee und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.